Aufforderungen sind mit Aktivitäten verbunden und spielen Nachrichten ab. Wenn ein Anrufer die zugehörige Aktivität in einem Arbeitsablauf erreicht, können Aufforderungen einzelne Wave-Dateien oder mehrere Wave-Dateien sein, die zu einer benutzerdefinierten Nachricht zusammengefügt werden. Wenn eine Nachricht im IVR abgespielt wird, wird sie von einer Aufforderung abgespielt. Um eine Aufforderung zu konfigurieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Menüzweig. Wählen Sie Eigenschaften anzeigen. Hier können Sie aus einer bestehenden Aufforderungen auswählen, wenn Sie eine erstellt haben. Standardmäßig werden keine Aufforderungen zugewiesen. Um eine Aufforderung zuzuweisen, wählen Sie im IVR-Routing-Menü Aufforderungen. Um eine neue Aufforderung zu erstellen, klicken Sie auf Hinzufügen. Geben Sie einen Namen ein und wählen Sie benutzerdefinierte Wave-Dateien. Die Spracheinstellung ist auf die Sprache der Website festgelegt. Wählen Sie die Sprache für die Eingabeaufforderung aus. Die IVR erfordert Audiodateien im Format 8 Kilobits pro Sekunde 8 MHz-A Low Wave. Eine ordnungsgemäß formatierte neue Wave-Datei wird dem benutzerdefinierten Ordner hinzugefügt. Alle manuell hinzugefügten Audiodateien finden Sie im YourSite Explorer unter benutzerdefinierte Wave-Dateien. Um eine Datei zuzuweisen, doppelklicken Sie auf die Wave-Datei, um sie in den Bereich ausgewählte Mitglieder zu verschieben. Es können mehrere Wave-Dateien zugewiesen werden. Sie werden in der Reihenfolge abgespielt, in der sie hinzugefügt wurden. Sie können die Reihenfolge der Dateien ändern. Wählen Sie die Datei aus. Klicken Sie auf die Pfeilschaltflächen, um sie neu zu ordnen. Standardmäßig wird zwischen den Wave-Dateien eine kurze Pause eingelegt. Wenn mehr Zeit benötigt wird, können stille Wave-Dateien zwischen den Audiodateien eingefügt werden. Die Anzahl der abspielbaren Wave-Dateien ist nicht begrenzt. Speichern Sie nach der Auswahl der Wave-Dateien die Änderungen und kehren sie zum Arbeitsablauf zurück. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Menüzweig. Wählen Sie Eigenschaften anzeigen. Wählen Sie Anweisungseingabeaufforderung bearbeiten. Klicken Sie auf Auswahl aus einer vorhandenen Eingabeaufforderung, scrollen Sie und wählen Sie die entsprechende Eingabeaufforderung aus. Wir haben die bereits erstellte Hauptmenüaufforderung gewählt. Klicken Sie auf OK. Schauen wir uns die Erstellung neuer Sprachaufforderungen an. Es gibt mehrere Möglichkeiten, Ihre eigenen Wave-Dateien zu erstellen. Vorhandene Wave-Dateien können in den Ordner benutzerdefiniert auf dem Server kopiert werden. Klicken Sie im Abschnitt Aufforderungen auf Hinzufügen. Fügen Sie eine vorhandene Wave-Datei hinzu, oder klicken Sie, wenn Sie auf Ihrem lokalen Computer im YourSite Explorer angemeldet sind, auf Hinzufügen, vorhandene Wave-Datei auswählen und die Datei auf den Server hochladen. Sie können eine neue Aufforderung von Ihrem Computer aus mit einem Mikrofon aufnehmen. Wählen Sie Wave-Datei aufnehmen. Virtuelle Umgebungen verfügen nicht über Mikrofone. Nachrichten können in der IVR selbst aufgezeichnet werden. Autorisierte Benutzer können über einen Arbeitsablauf auf die Aufzeichnungsfunktion zugreifen. Eine ANI oder DNIS-Bedingung kann Anrufe an die Aufzeichnungsaktivität weiterleiten. Die Aktivität Aufzeichnen ist standardmäßig vorkonfiguriert. Der Anrufer wird an die Option Aufzeichnen weitergeleitet, mit der Anweisung, eine Nachricht aufzuzeichnen. Standardmäßig ist die maximale Länge der Nachricht auf 2 Minuten begrenzt. Sie können die maximale Dauer erhöhen, sobald die Nachricht aufgezeichnet wurde. Der Anrufer drückt die 1, um die Aufnahme zu beenden.
Die neu aufgenommene Nachricht wird unter dem Namen Neue Aufnahme mit Datum und Zeitstempel gespeichert. Die Anzahl der möglichen Aufzeichnungen ist nicht begrenzt. Alle Aufzeichnungen werden in dem Unterordner für die ausgewählte Sprache gespeichert. Sie können die Aufzeichnung umbenennen, um sie leichter zu finden. Klicken Sie im Ordner mit der rechten Maustaste auf den Namen. Wählen Sie im Menü Umbenennen. Geben Sie einen neuen Namen ein, um die Aufzeichnung verfügbar zu machen. Verschieben Sie die WAV-Datei in den Ordner Benutzer definiert unter der entsprechenden Sprache. Die Nachricht kann nun einer Aufforderung zugewiesen werden. Arbeitsabläufe werden in der Standardsprache der Website ausgeführt, es sei denn, es wurde eine Sprachaktivität in den Arbeitsablauf aufgenommen. Unternehmen haben oft mit Kunden zu tun, die verschiedene Sprachen sprechen. Einzelne Aufforderungen können so konfiguriert werden, dass sie mehrere Sprachen verarbeiten können. Die Sprachaktivität kann mehrere Sprachen in einem einzigen Arbeitsablauf unterstützen und so die Anzahl der Aufforderungen reduzieren. Lassen Sie uns am Beispiel einer Stadtverwaltung ein Hauptmenü konfigurieren, das eine Sprachabfrage enthält und die Sprachaktivität verwendet. Unser Hauptmenü hat Optionen für verschiedene Abteilungen. Es wird eine Nachricht abgespielt, die den Anrufer auffordert, bestimmte Ziffern für die jeweiligen Optionen zu drücken. Der Anrufer muss wählen können, ob er die Menüoptionen auf Englisch oder Französisch hören möchte. Um das zu konfigurieren, müssen wir ein Menü vor dem Hauptmenü einfügen. Unser Menü benötigt zwei Sprachen, Französisch und Englisch. Wir benötigen eine Nachricht, die den Anrufer auf Englisch auffordert, Option 1 für Englisch zu wählen und dann auf Französisch Option 2, um auf Französisch fortzufahren. Erstellen Sie zur Konfiguration eine neue Aufforderung im Menü IVR Routing, wählen Sie Aufforderungen, klicken Sie auf Hinzufügen. Geben Sie einen Namen ein. Wählen Sie benutzerdefinierte WAV-Dateien. Wir haben die Nachricht bereits aufgenommen. Doppelklicken Sie auf die WAV-Datei, um sie in den ausgewählten Mitgliederbereich zu verschieben. Wählen Sie Ihren Arbeitsablauf. Weisen Sie die Ansage dem ersten Menü zu. Wenn ein Anrufer nun das erste Menü aufruft, wird eine Meldung mit der Aufforderung abgespielt, 1 für Englisch und 2 für Französisch zu wählen. Wenn die zweite Option gewählt wird, muss im Hauptmenü eine Nachricht auf Französisch mit den Menüoptionen abgespielt werden. Um eine Aufforderung zu konfigurieren, die beide Sprachen enthält, erstellen Sie eine neue Aufforderung. Gehen Sie zu benutzerdefinierte WAV-Dateien. Die WAV-Dateien befinden sich auf der Standardseite Sprache Englisch US. Verschieben Sie die Nachricht zu den ausgewählten Mitgliedern. Wählen Sie die Registerkarte allgemein. Klicken Sie auf das Menü Sprache. Wählen Sie Französisch-Kanadisch. Gehen Sie zurück zu benutzerdefinierte WAV-Dateien. Es ist keine Nachricht ausgewählt. Verschieben Sie die Nachricht in den Ordner Französisch-Kanadisch. Schalten Sie die ausgewählten Sprachordner um die Sprachmeldung zu bestätigen. Die Auswahlen wurden verschoben. Für jede Sprachoption müssen Sie die entsprechende Sprachmeldung in den entsprechenden Sprachordner verschieben und zuweisen. Die Aufforderung kann nun zugewiesen werden. Weisen Sie die Eingabeaufforderung dem Hauptmenü zu. Damit das System die Nachricht mit den Hauptmenüoptionen in den ausgewählten Sprachen abspielt, müssen wir eine Sprachaktivität aus der Toolbox hinzufügen. Ziehen Sie die Sprachaktivität per Drag and Drop unter den Sprachzweig. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Kopfzeile Französische Sprache. Wählen Sie Sprache. Wählen Sie jetzt Französisch.
Wenn ein Anruf angenommen wird, wird er zum ersten Menü geleitet. Wenn der Anrufer Englisch wählt oder keine Auswahl trifft, wird der Anruf zum Hauptmenü geleitet und die Nachricht auf Englisch abgespielt. Wenn der Anrufer Französisch auswählt, wird der Anruf zum Hauptmenü weitergeleitet, aber die Sprache wird umgeschaltet und die Nachricht auf Französisch abgespielt. Der Anrufer hört Nachrichten auf Französisch, die über die französische Sprachoption geleitet werden. Von diesem Zeitpunkt an werden alle Nachrichten auf Französisch abgespielt, bis der Anruf beendet oder eine andere Sprachaktivität erreicht wird. Das System spielt die Standardnachrichten in der ausgewählten Sprache ab, wenn die Sprachaktivität verwendet wird. Dazu gehören auch Meldungen über eine ungültige Auswahl oder eine Zeitüberschreitung. Die Eingabeaufforderungen für diese Meldungen enthalten alle von uns unterstützten Sprachen.